Zu hohe Luftfeuchtigkeit ist eines der größten Probleme im Indoor Grow. Schimmel, Feuchtigkeitsansammlungen oder instabile VPD-Werte können schnell entstehen. Und endlich hat AC Infinity auch dafür eine Lösung. Die Hydron-Serie. Die Hydron-Serie wurde speziell für Grow-Räume und Grow-Zelte entwickelt, um dort überschüssige Luftfeuchtigkeit gezielt aus der Luft zu ziehen. Für ein deutlich stabileres Klima. Das Wasser wird entweder im integrierten Tank gesammelt oder über den beiliegenden Ablaufschlauch abgeführt. Wichtig: Das Wasser bitte nicht in einen Luftbefeuchter schütten, auch wenn es logisch erscheinen mag. Du kannst das Gerät auf zwei Arten nutzen. Smart über einen AC Infinity Controller mit voller Steuerung und Automatisierung über die App oder eigenständig mit einer Sonde ganz einfach als klassischer Raumluftentfeuchter. Im Standalone-Modus wird der Hydron über die mitgelieferte Sonde gesteuert. Achtung! Die Sonde vom AI-Controller darf hier nicht verwendet werden. Am Gerät selbst stellst du die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein, wählst die passende Leistungsstufe und das Gerät arbeitet eigenständig. Besonders wenn du ihn als Raumluftentfeuchter einsetzen willst, ist der Standalone-Modus derzeit die empfohlene Lösung, da das Gerät noch nicht direkt nach dem Außensensor des AI-Controllers gesteuert werden kann. Viele Grower nutzen den Hydron im Closed-Loop-System. Dabei wird feuchte Luft oben aus dem Zelt abgesaugt, entfeuchtet und die trockene Luft unten wieder zurückgeführt. Man sollte darauf achten, die Luftschläuche möglichst ohne Durchhänger oder Biegungen zu verlegen. Wichtig: Jeder Luftentfeuchter erzeugt dabei auch Wärme, denn ohne Wärme kann keine Feuchtigkeit aus der Luft gezogen werden. Ein häufiger Fehler ist zu denken, dass beim Wort Closed Loop wirklich alle sonstigen Zeltöffnungen geschlossen sein müssten. Doch da sich so die Wärme anstaut, muss immer eine Abluft eingebunden werden. Es muss frische, kühlere Luft über die Meshgitter bzw. die Grow-Zelt-Luftkanal-Belüftungsaufsätze ins Zelt angesaugt werden, damit die entstehende Wärme effektiv nach oben hinausgeblasen werden kann. Den Hydron bitte unter keinen Umständen mit einer aktiven Ab- oder Zuluft verbinden, denn das könnte das Gerät beschädigen. Optimal ist die folgende Aufteilung bei einem Loop. Der Hydron wird nach Luftfeuchtigkeit oder VPD gesteuert und die Abluft reagiert hauptsächlich auf Temperatur, um die Wärme abzuführen. Oft reichten hier schon sehr niedrige Abluftstufen, besonders bei kühlerer Zuluft. Ein besonders großer Vorteil ist die Fähigkeit des Hydron, den VPD gezielt zu beeinflussen. Gerade in Phasen, in denen ein höherer VPD gewünscht ist, spielt das Gerät seine Stärken aus. Durch das Entfeuchten sinkt die Luftfeuchtigkeit, während gleichzeitig die Temperatur leicht ansteigt. Und genau dadurch erhöht sich der VPD sehr schnell und deutlich. Man kann mit also nur einem Gerät gleich zwei Werte beeinflussen: Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das ist besonders relevant, weil moderne LED-Grows oft zusätzlich mit zu niedrigen Temperaturen kämpfen, neben zu hoher Luftfeuchtigkeit. Vor allem in kälteren Jahreszeiten. Statt also nur die Luftfeuchtigkeit extrem zu senken, kann der Hydron aktiv dabei helfen, den VPD auf ein optimales Niveau zu bringen, ohne dass zusätzliche Heizquellen nötig sind. Aber seien wir mal ehrlich, Luftfeuchtigkeitswerte unter 40% sind im Indoor Grow meistens gar nicht unbedingt notwendig. Entscheidend ist der richtige VPD-Wert. Klar, der Hydron 7 verbraucht nicht gerade wenig Strom. Mit etwa 235 bis 610 Watt in der Spitze wirkt das echt viel. Aber das ist nun mal leider notwendig, damit er präzise und zuverlässig die Luftfeuchtigkeit aus der Luft ziehen kann. Richtig eingesetzt ist der AC Infinity Hydron eine sehr effektive Lösung, um die Luftfeuchtigkeit im Grow stabil zu kontrollieren und den VPD in den entscheidenden Phasen zu erhöhen. Egal ob im Zelt oder im gesamten Grow-Raum. Falls ihr also noch Fragen zum Hydron habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare und ich versuche so gut wie möglich zu antworten.